Herzlich willkommen, Krypto-Freunde, Investoren und Newcomer. Was geht ab, Leute? Der Tag ist grün geblieben. Wir sind eigentlich gut aufgestiegen auf 34.000, haben uns jetzt oben gehalten. Sieh mal einer an, wir sind auf fast 48% Bitcoin-Dominanz gekommen. Wir haben bei Ethereum aber mal richtig gut nachgelesen, sind auf 18,2 hoch. Schaut euch das mal an. Zusammen haben wir fast 66%igen Marktanteil mit beiden Coins zusammen. Das ist schon gestört wieder, ne? Das ist schon echt gestört. Wir haben 2% in den letzten 4 Tagen dazu gewonnen an Marktkapitalisierung von diesen beiden Coins. Was gestört ist, sieh an, wir waren gestern noch bei 381 Exchanges, jetzt ist eine verschwunden. Wie gesagt, es gibt viel Scam, es gibt viel Müll. Aufpassen, Leute, ich kann es nicht oft genug sagen. Okay, 2 Sachen, Leute. Ich wollte noch mal einmal drauf eingehen. Ich hatte mal hier auf Krypto reagiert gehabt. Und der Quincy Jones. Ich bin durch The Digital Asset Investor hier drauf gekommen. Und das ist ein Corda-Entwickler, der Corda R3. Googelt das, wenn ihr nicht wisst, was es ist. Ein riesen Konsortium. Krass, was er da sagt. So. Jetzt gehen wir einmal drauf ein. Als ich das präsentiert hatte, ich hatte ja auf Krypto hier reagiert gehabt, der hat ja diese Linie hier angezeigt gehabt und hat dann hier Fibonacci gezogen. Und beim Golden Ratio hat man immer diese Korrektur gehabt. Immer wieder diese Korrektur. Da habe ich ja gesagt gehabt, hey, pass mal auf, die Korrektur, die wir da haben, das Golden Ratio hat auch schon bei dieser Korrektur gepasst. Laut dieser Theorie müssten wir dann ja jetzt schon im Bärenmarkt sein, weil wir diese Korrekturen hier immer in der Mitte hatten. Da hat auch schon einer gesagt gehabt, das hat er von Mo übernommen. Ich weiß jetzt nicht, wer Mo ist. Ich denke mal, das ist auch ein YouTuber. Das hat er von dem übernommen und es ging darum, dass der Bitcoin-Preis diese Linie durchbrechen muss. Und das hat wohl der Krypto öfter mal in anderen Videos erwähnt gehabt. Weiß ich natürlich nicht. Ich gucke ja seine Videos nicht. Der hat uns auf Instagram sehr nett angeschrieben, hat sich bedankt, dass wir uns darauf reagiert haben und hat wirklich auf einer sehr freundlichen Art und Weise uns darauf hingewiesen, dass er in früheren Videos erwähnt hatte, dass die Linie durchbrechen werden muss. Und das wollte ich hier noch einmal klarstellen. Also geht es darum, dass diese Linie durchbrochen werden muss. Was für mich natürlich nicht so aussieht, wenn ich da drauf gucke, wenn ich die alten Videos nicht geguckt habe, sieht das für mich eher so aus, so, nee, pass mal auf, hier haben wir schon die Korrektur gehabt, bei dem Fibonacci Golden Ratio. Und das wäre es dann eigentlich, ne? Sieht für mich eher so aus, aber gut. Ich habe jetzt Mo's Video nicht gesehen, von dem er das übernommen hat. Vielleicht macht das ja Sinn, so wie er das da erklärt hat. Auf jeden Fall wollte ich das nochmal gerade stellen. Ich mag es nicht, Dinge, die ich falsch dargestellt habe, so in einem Raum zu lassen. Okay. Bevor wir uns das Video angucken von Quincy Jones, von diesem Corda-Entwickler, was richtig krass ist, was er da sagt. Und leider bin ich jetzt nicht so krass tief in den Bitcoin-Fundamentals, dass ich darauf eine Antwort habe. Aber gucken wir uns das mal an. Ich fand auf jeden Fall interessant. Wir haben ja einige Bitcoin-Verliebte auch. Vielleicht haben die ja eine Antwort darauf. Aber auf jeden Fall, ich hab ja gedacht, wir sind schon über diese 1% Investierten im Krypto, von der Weltbevölkerung. Hey, wir liegen da drunter. Guck mal, von Statista ist hier eine Statistik rausgekommen. Im Juni 2014. Und guckt euch das mal an. Es gibt nur 74 Millionen Wallets. Das heißt, sagen wir mal, einer hält eine Wallet doppelt oder sowas. Kann sogar sein, dass es weniger als das ist. Das heißt, gehen wir mal davon aus, dass jede Wallet für eine Person steht, was nicht klar ist jetzt, aber gehen wir mal einfach davon aus, dann haben nur 74 Millionen Menschen in Krypto investiert. Das ist ja noch unter 1%. Das ist gestört. Also unter 1% der Weltbevölkerung haben in Kryptos investiert. Weil das habe ich nochmal nachrecherchiert, weil der gute Quincy Jones hier irgendwas von 0,0 was weiß ich Prozent erwähnt hat. Ich dachte, was, wir haben doch schon über 1% der Weltbevölkerung in Krypto investiert. Und tatsächlich hat er recht. Krass. Wir hören uns jetzt mal an, was er zu sagen hat. Ist auf Englisch. Wir hören immer mal einen Abschnitt und dann übersetze ich euch das. Es ist schon heftig, was er hier zu sagen hat, ey. Krass. Ich weiß aber auch nicht, ob das so stimmt, was er da sagt. Hören wir uns das mal an.
I'm about to make a world-shattering claim about Bitcoin. I'm dead serious, and people need to clip this. People need to talk about this because I need somebody smart to help me figure out the math problem to. Also er wird hier gleich was zu Bitcoin sagen und er meint es wirklich ernst und ich brauche jemanden, der mir wirklich dieses mathematische Problem hilft zu lösen. Really show people the scaling problem with this. But basically the general gist of it is Bitcoin can't scale past 10% of the global population because it would cost more power to generate than there is power on the planet to run the Bitcoin network. Er sagt also, Bitcoin hat ein Skalierungsproblem und das Problem ist, wenn 10% der Weltbevölkerung Bitcoin benutzen würden, hätten wir nicht genug Energie auf der Welt, um das Bitcoin-Netzwerk aufrechterhalten zu können. Und das ist gestört. Ich würde mal gerne wissen von jemandem, der richtig Ahnung davon hat, ob das so stimmt. Der ist ja ein Entwickler bei Corda, der muss sich ja damit beschäftigt haben. Das ist ja keiner, der auf den Kopf gefallen ist, auch wenn er aussieht wie ein Kind. Der arbeitet bei einem Giganten von Blockchain-Firma in der Entwicklung. Das heißt, der ist Programmierer. Der hat sich ja wohl in Bitcoin-Protokoll ein bisschen reinlesen können, sich das anschauen können und versteht, was da auch abgeht. Ne? Der redet ja jetzt einfach nicht irgendwas heraus und erfindet ja irgendwas. And because of the exponential scaling problem of the power consumption of Bitcoin, it will hit a brick wall where it comes down to either you're going to have the electrical infrastructure run the Bitcoin network or it's going to run everything else because it's not going to be able to run both because it's an exponential scaling problem. Er sagt halt, wir haben ein Skalierungsproblem und der Energieverbrauch wäre exponentiell höher, wenn mehrere Leute in Bitcoin über das Bitcoin-Netzwerk benutzen würden. Und dann wären wir an einem Punkt, wo wir eine Entscheidung treffen müssten, wollen wir die Energie nutzen für den Rest der Welt oder wollen wir Bitcoin aufrechterhalten? You can see the problem play out now. Less than 0.01% of the global population even talks about Bitcoin or even owns Bitcoin, yet it literally consumes a little less than 1% of the global energy consumption. Also er sagt, unter 1% der Weltbevölkerung nutzen Bitcoin und es verbraucht schon ein bisschen weniger als 1% des gesamten Energiekonsums der Welt. Und er meint, das ist schon verrückt. If you scale that up, and it scales exponentially, a little less than 1% of the global use case using Bitcoin would end up being around a little under 8% of the total amount of energy that the entire world would produce. And if they went up to, so if you had the entire 10%, if you had 10% of the entire global population use Bitcoin, it would cost over 50% of all the energy outputted by the entire planet to run that 10% or to run that the Bitcoin network for that 10% of the population that's using it. Und das ist verrückt. Also ich fasse mal ungefähr zusammen, was er gesagt hat. Er sagt, würde man das jetzt hochrechnen, diese unter 1% der Weltbevölkerung benutzen jetzt Bitcoin, das Bitcoin-Netzwerk und es verbraucht jetzt schon fast, also beinahe 1% des gesamten globalen Energiekonsums. Wenn jetzt 10% das nutzen würden und man das hochrechnen würde, dann würde das Bitcoin-Netzwerk fast 50% des globalen Energiekonsums benötigen. Das ist verrückt. Ich weiß jetzt nicht, ob der einen Rechenfehler macht, ob man das so überhaupt hochrechnen kann. Ich würde mir echt wünschen, dass einer, der richtig Ahnung hat, wie Bitcoin wirklich funktioniert, ob das wirklich so wäre. Fraglich ist halt, man kann das zwar durch Tests und also was durch Testumgebung irgendwie ungefähr versuchen zu ermitteln. Letztendlich sind die Real-Life-Tests, wenn es wirklich passiert, meist komplett anders als das, was man im Testnet sich da an Ergebnissen rausholt. Is insane. Yeah, it's an exponential scaling problem, and people get all upset about it because they're like, oh, well, all these other systems use all this other energy, and it's like the Bitcoin network has it's an exponential energy scaling problem. And er sagt halt, die werden dann sauer, die Bitcoin-Fanatiker, wenn man darüber redet, weil die sagen dann, die anderen Systeme benutzen auch viel Energie. Er sagt halt, ein Bitcoin hat aber ein exponentielles Skalierungsproblem, was den Energieverbrauch angeht.
it's going to break at some point. And we saw this in Iran. Iran had power outages because the electrical infrastructure couldn't handle the Bitcoin miners mining how much power that it was. Imagine, it's almost like this. Imagine trying to run too much power out of your house and you blow a fuse. Well, imagine doing that on an exponential scale because the Bitcoin network requires more and more and more power to run the same network for the same amount of quality that you're getting out of the network. And if anything, it gets worse because the network is crowded and slow, causing the power usage to go through the frame. It's insane. Yeah. And yeah, people need to talk about this. And I'm trying to figure out the math on this because it's not too hard, but I want to really show like the scaling. I'm about to make a world. Okay, also er hat das Beispiel hier in Iran gebracht. Der sagt jetzt auch, passt mal auf, das Problem hatten wir ja schon beim Iran. Die haben ja riesen Stromausfälle gehabt in Krankenhäusern, in Schulen und all sowas. Und darum haben sie das ja jetzt erstmal für die nächsten 4 Monate runtergefahren, das Bitcoin-Mining. Und dieses Problem spricht er hier halt an. Er sagt, ja, überleg mal, wenn du das Problem zu Hause hättest, dann brennt dir einfach, was weiß ich, die Sicherungen durch. Wenn du das aber in einem globalen Ausmaß hast, was für Probleme könnten wir dann bekommen? Und er sagt, und darüber spricht niemand. Und das ist schon richtig krass, ne? Das ist echt krass. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel fundamentales Wissen er jetzt über Bitcoin hat, ob er das jetzt einfach nur mathematisch hochkalkuliert oder ob er jetzt wirklich essentiell und fundamentales Wissen über Bitcoin hat, würde mich mal richtig interessieren halt, ne? Das ist aber schon krass, was der da sagt und das wäre dann ein Riesenproblem, wenn man versuchen würde, ihr wisst ja, ich bin nicht der Meinung, dass die ganzen Bankenregierungen sagen werden, wir benutzen jetzt Bitcoin und nicht mehr unsere Fiat-Währung, geben wir auf, wir machen unsere Banken zu und es gibt nur noch Bitcoin, glaube ich sowieso nicht. Aber auch wenn man das versuchen würde, wenn man dann vor diesem Problem stößt, was der gute Quincy Jones hier uns versucht zu erzählen, ist schon verrückt. Richtig verrückt, Leute. Okay, das war's erstmal für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Leute, und Crypto Heroes out.